Die Kolonialisierung Vietnams durch Frankreich begann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, um seinen Einfluss in Südostasien zu vergrößern. Dieser Prozess begann mit der französischen Einnahme von Saigon im Jahr 1858. Anschließend erlangten sie 1862 die Kontrolle über die Region Cochinchina und besetzten 1883 Annam und Tonkin. Die Franzosen gerieten auch im Chinesisch-Französischen Krieg 1884–1885 mit China aneinander und übernahmen infolge dieses Krieges die Kontrolle über Tonkin. Im Jahr 1887 gründeten die Franzosen offiziell Französisch-Indochina, indem sie die von ihnen besetzten Gebiete zusammenlegten. Dadurch wurde Vietnam zu einem riesigen französischen Kolonialgebiet, das Laos und Kambodscha umfasste. Vietnam war nun Teil der französischen Kolonialherrschaft und die Franzosen übernahmen die politische und wirtschaftliche Kontrolle in der Region. Das vietnamesische Volk leistete jedoch weiterhin Widerstand gegen die französische Besatzung. Insbesondere die von Ho Chi Minh angeführte Viet Minh-Organisation startete einen bewaffneten Kampf gegen die Franzosen. Dieser Widerstand versuchte, die vollständige Kontrolle Vietnams durch die Franzosen zu verhindern und bildete die Grundlage für Vietnams Unabhängigkeitskampf in späteren Jahren. Die Gründung Französisch-Indochinas diente als Katalysator für Vietnams anschließenden Unabhängigkeitskampf. Dieser Prozess stärkte Vietnams Wunsch nach Unabhängigkeit und antiimperialistischem Kampf und führte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einem größeren Konflikt, nämlich dem Vietnamkrieg. Der Zeitraum zwischen 1858 und 1887 stellt jedoch die Schlüsselphasen der französischen Kolonisierung Vietnams dar und war ein wichtiger Wendepunkt, der den Status Vietnams unter französischem Einfluss formalisierte.